Ihr seht es am Wetter, es wird kalt, es ist grau, es regnet. Oh, das ist das geilste Wetter, das es überhaupt gibt für mich. Und einer der Gründe dafür ist, dass man richtig entspannt zocken kann. Aber ist euch auch aufgefallen, dass irgendwie, umso älter man wird, desto mehr geht diese Magie vorbei vom Zocken? Liegt das an uns? Oder liegt es daran, dass nur noch Scheiße rauskommt? Dem gehen wir heute auf den Grund. Also schnallt euch an, wir drehen eine Runde. So, die Handbremse muss man lösen, um zu fahren. Das ist Regel Nummer 1. Wisst ihr, als ich jugendlich war, gab es für mich nichts Geileres, als nach der Schule nach Hause kommen und Red Dead zu zocken. Das war eins der geilsten Spiele für mich, wirklich. Ich bin nur rumgeritten teilweise und habe mir die Welt angeschaut und irgendwelche NPCs abgeschlachtet. Und ich war einfach nur glücklich dabei, wirklich. Es hört sich sehr falsch an, aber es hat einfach Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, dass so der letzte Meilenstein für mich im Gaming war Red Dead Redemption 2. Als das rauskam, habe ich immer noch diese Magie gespürt, dieses, oh mein Gott, geil, ein neues Spiel und man hat sich darauf gefreut und wollte es unbedingt zocken. Und alles danach und auch teilweise zwischendrin war irgendwie nicht so wirklich geil. Aber ist das wirklich unsere Schuld, dass Zocken einfach nicht mehr so Spaß macht? Ich meine, reden wir erstmal über die Spieleentwickler. Das Gaming-Branche, das allgemeine Gaming ist nur noch Geldmacherei heutzutage. Das ist kein Geheimnis. Es geht nur noch um Kohle und nichts anderes mehr. Nur noch Live-Service-Scheiße überall. Und ja, kauf diesen Skin, damit du irgendwie, was weiß ich, stärker bist, besser bist. Das ist Gaming heutzutage leider. Es gibt nicht mehr diese Passion, habe ich das Gefühl. Diese Passion, eine geile Geschichte zu verkaufen, gibt es nicht mehr. Wie zum Beispiel Red Dead, Dying Light 1, was gibt's noch? GTA 4 oder so. Ja, mittlerweile dreht sich alles nur noch ums Geld machen. Wirklich, wir bringen den ersten Teil, zweiten Teil, Black Ops 1, 2, 3, 4, 5, 6. Als ich klein war, kam Black Ops 1 raus, was ich zu Tode gesuchtet habe. Und dann weiß ich noch, wo ich auf YouTube eine Werbung gesehen habe für Black Ops 2. Und das hat sich so falsch angehört. Das hat sich so verdammt falsch angehört. Ohne Witz. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Black Ops 2, das hört sich schon so falsch an, als ob sowas rauskommt jemals. Und dann hat sich herausgestellt, ja, es kommt raus. Und jetzt sind wir bei Black Ops 7 bald. Also man sieht ja, die versuchen nur noch die Kuh abzumelken, aber richtig. Wir als Gamer merken das. Wir merken ja, wenn ein Spiel scheiße ist. Wir merken ja, wenn die Story kacke ist. Oder wenn es einfach keinen Spaß macht zu zocken. Wir sind ja nicht dumm. Und einer der noch größeren Knackpunkte, warum ich finde, dass Gaming nicht mehr so viel Spaß macht, ist diese ganze Open-World-Scheiße. Versteht mich nicht falsch, Open Worlds sind geil, aber nur wenn sie funktionieren. Es kommen so viele Spiele raus und hi-ho, Hauptsache Open World, die aber nur vollgestopft sind mit irgendeinem Scheiß. Das nächste ist, dass man dann selber ja die Mentalität bekommt, dass man es abarbeiten muss. Und damit kommen wir zum Spieler, was wir vielleicht falsch machen. Wenn wir sowas sehen und trotzdem dieses Spiel spielen, dann haben wir da so eine Mentalität, oh, okay, jetzt geht die Story, könnte ich jetzt eigentlich vorantreiben, aber wenn ich die Nebenquest mache, dann kriege ich den Gegenstand und der ist so geil und dann kriege ich die Waffe und die ist so stark. Deshalb arbeite ich jetzt alles nacheinander ab und gehe dann in die Story. Und dann macht man jeglichen Nebenscheiß, was ja auch, manchmal ist es ja nicht scheiße, muss man sagen, aber halt in den meisten Fällen langweilt es einen einfach nur noch. Und dann fängt man erst an, die Hauptstory zu spielen, beziehungsweise dann ist es schon komplett vorbei. Dann macht man das Spiel 2-3 Tage nicht mehr an, dann hört man langsam auf, es überhaupt zu zocken und dann kommt dieser Moment, den wir alle kennen, wenn wir ein Spiel mit einer relativ komplizierten Steuerung oder so spielen, dass wir uns nach ein paar Wochen, wenn wir es nochmal starten wollen, denken, scheiße, ich weiß nicht mal mehr, wie die Steuerung funktioniert, ich habe keinen Bock mehr, jetzt das neu zu lernen. Das ging uns allen so, 100%. Deshalb sind mir heutzutage so ganz kurze Story-Spiele, wo einfach nichts ist. Es muss auch keine Open World sein, viel lieber. Ich habe zum Beispiel Mafia, The Old Country, kam ja vor kurzem raus. Es war als das, was es ist, hat das gut funktioniert und es hat Spaß gemacht. Mafia hat für mich super funktioniert. Eine kurze Story, nicht so viel Sammelscheiß, einfach ein cooles Spiel.
Fertig. Zockt man seine 20 Stunden oder ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gebraucht habe, ungefähr ca. 20 Stunden und ist halt durch, fertig. Und das ist halt eine Story und das war's. Habe ich absolut kein Problem damit. Finde ich viel besser, als wenn man auf Krampf Hauptsache ein Open-World-Spiel machen und Hauptsache viel Input. Viel Input, aber immer derselbe langweilige Scheiß. Ne? Das nächste ist der Preis. Spiele kosten mittlerweile 80, 90 Euro. Das ist abnormal. 80, 90 Euro, du zahlst fast einen Honig dafür, dass du gelangweilt bist. Das ist ja auch, selbst wenn man sich daran gewöhnt hat mittlerweile, weil es ja, ich meine, es ist ja gang und gäbe, wann gibt es Spiele, die unter 80 Euro kosten, außer jetzt zum Beispiel Mafia oder Dying Light the Beast, habe ich mir jetzt auch gekauft. Ist auch 60 Euro statt 80, was auch viel ist. Und das ist ja unterbewusst auch ein Gedanke von uns wahrscheinlich. Wow, dafür habe ich jetzt fast 100 Euro gezahlt. Und heutzutage, man weiß, es ist alles teuer. Man kann fürs Essen, muss man schon gefühlt 2/3 von seinem Lohn rechnen. Dann noch Miete und so weiter und dann soll man sich noch ein Spiel für 100 Euro kaufen, was gar keinen Spaß macht dann am Ende. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann gibt es noch das letzte Problem, was dann das große und ganze Chaos ergibt, wie so Zocken, glaube ich, heutzutage einen Spaß macht. Und das ist Spieleredaktion. Ich finde das so schlimm, wie aus Spielen so eine Wissenschaft gemacht wird. Ich kann es auf einer Seite verstehen, auch wegen dem Preis. Ich meine, man zahlt dafür so viel und man erwartet dann auch, dass man was Gutes bekommt. Okay, ja, macht schon Sinn. Aber wie diese Spiele teilweise zerfettert werden, wie es auseinandergenommen wird einfach. Alles in der Spielrelation ist wirklich gefühlt alles scheiße, alles funktioniert nicht. Ich habe mir früher, bevor ich mir Spiele gekauft habe, immer Reviews angeschaut von einem Game. Und fand das dann auch gut und aufschlussreich, aber ich habe schon so oft dann trotz der schlechten Meinung davon in der Redaktion mir das Spiel gekauft und hatte den Spaß meines Lebens. Zum Beispiel Duke Nukem Forever wurde so gehatet damals. Ich habe mir das gekauft, ich hatte so Spaß. Einfach nur, weil ich habe es als Spiel gesehen. Das ist ja nur ein Unterhaltungsvideo. Versteht ihr? Das ist keine Wissenschaft. Du sollst einfach nur zocken und Spaß haben. Du musst deinen Kopf abschalten. Und das ist der dritte Punkt, der, glaube ich, das ganze Gaming kaputt macht. Diese ganzen Reviews und Bewertungen. Wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt ja auch Frechheiten, wo Bethesda oder so oder Ubisoft bringt die Spiele halb fertig raus. Das ist geisteskrank. Oder Stalker 2 jetzt zum Beispiel. Okay, die hatten eine schwere Situation und so weiter, ja, verstehe ich schon, aber es gibt ja mehrere Publisher, die das machen. Wo dann einfach das Spiel ein einziger Bug, oh mein Gott, Mind's Eye. Habt ihr Mind's Eye gesehen? Geisteskrank, das ist komplett kaputt, dieses Spiel. Und so bringen die es dann auf den Markt und zahlst den Vollpreis dafür. Das ist der einzige Grund, wieso ich die Redaktion so ein bisschen verstehen kann. Diese strenge Redaktion. Trotzdem finde ich, dass es den Spieler den Spaß verdirbt. Und zum Abschluss, ich finde, dass wir als Gamer, das Einzige, was wir machen können, ist versuchen abzuschalten. Einfach abschalten. Also einfach zocken und dabei versuchen, Spaß zu haben. Du musst das Spiel einfach als das sehen, was es ist. Es ist ein Spiel. Es muss nicht perfekt sein. Es muss einfach nur Spaß machen. Wenn man mit dem Mindset rangeht und dann irgendwelche Nebenquests und irgendwelche Freischaltsachen nicht macht, weil man merkt, dass es einfach keinen Spaß macht, dann ist das okay. Und dann hat man auch wieder Spaß. Also nehme ich die Spiele momentan in Angriff. Wenn ich jetzt nicht gerade Bock habe auf komplett alles tot looten und freischalten, dann zocke ich einfach. Ich mache einfach das, auf was ich Bock habe im Zocken. Ich Bock habe, die Story zu machen, mache ich einfach die Story. Ich Bock habe, Nebensachen zu machen, mache ich einfach die Nebensachen. Wenn ich keinen Bock mehr habe zu zocken, mache ich aus. Fertig. Und so genieße ich die Spiele 10-mal mehr. Hier musst du raus. Bis zum nächsten Mal. Ich komme nicht mehr ran.